Willkommen zurück. In Part 1 und 2 habt ihr gesehen, wie wir diesen schönen Block zusammengebaut haben. Heute geht es weiter mit der Montage der Zylinderköpfe, der Kupferringe. Wir litern den Motor mal aus, schauen mal, was der hier für ein Volumen hat und kümmern uns dann um die Trockensumpf-Öldieter-Maschine. Um das Trockensumpfölsystem, was wir euch in dem Video zu Anfang, glaube ich, schon ein bisschen vorgestellt haben. Also definitiv die anderen zwei reingucken, das baut alles aufeinander auf. Block ist nochmal ganz schnell ein Billet-Block, sprich der ist aus dem Vollen gefräst und ist mit Buchsen versehen und soll roundabout 1000 PS machen. Aus 2,5 Liter mit viel Ladedruck. Ja, mit was machen wir weiter? Das sind unsere Stehbolzen, die wir hier verwenden. Das sind von RCM Superstuds. Die haben 14 mm und dieses Gewinde, was hier drin ist, das ist eine Custom-Anfertigung, denn in dem Billet-Block ist ein anderes Gewinde. RCM hat normalerweise die Steigung 14 x 2, glaube ich, und diesen 14 x 1,5. Deswegen machen wir das. Aber bevor wir die montieren, werden wir jetzt erstmal den Motor auslitern, okay? Stellen wir uns den Kollegen jetzt hier erstmal so hin. Kupferring machen wir nachher rein. Wir brauchen unser Dingsbums-Gerät. Eigentlich war die immer hier drin, oder? Ah. Alter, wer hat die denn so hinterlassen? Jetzt nehmen wir hier unsere gescheite Messbrücke drauf. Damit können wir den Kolbenunterstand messen. Das müsste jetzt 0 anzeigen. Sag mal, tut er 0 anzeigen? Ja. Okay. Jetzt stellen wir das hier so auf Position. Ich guck mal, film mal von da, dann kannst du nämlich auch noch was sehen. Stelle ich den hier so ab. Jetzt fahren wir den Kolben erstmal auf OT. Und wenn er jetzt nämlich auf OT gefahren wird, schauen wir mal. Schatz, der ist kalt, der Espresso, den will ich nicht mehr. Der ist warm. Nee. Der ist noch warm. So, wir haben genau 0. Wir haben keinen Kolbenunterstand, der ist quasi bündig. Normalerweise war das mal auf 3 Zehntel angepeilt, Unterstand. Oder 2,5 Zehntel, hat er aber jetzt nicht mehr, weil wir ja die Deckflächen von innen abgeplant haben, um die Hauptlagergasse zu richten. Gut, das ist für uns wichtig zu wissen. 0 Kolbenunterstand. So. Wir sind nahezu fertig. Wir haben hier unseren polnischen Versuchsaufbau ein bisschen optimiert noch. Wir wollen, wie eben gesagt, den Motor auslitern. Das machen wir deswegen, weil wir die Verdichtung bestimmen müssen. Wir können mit Hilfe diesem eleganten Gerät, was wir direkt mal voll machen können, das Volumen bestimmen, was der jeweilige Zylinder hat, wenn der Kolben auf OT ist. Und mit Hilfe des Volumens können wir dann die Verdichtung berechnen. Theoretisch gesehen müssten wir noch das Volumen aus dem Kopf auch ermitteln. Hier Spezialtrick. Erstmal mache ich hier Fett rund um den Zylinder. Ein bisschen mehr, komm her. Das dient zur Abdichtung, zur besseren Abdichtung der Plexiglasscheibe, damit das Zeug, die Suppe da nicht rausläuft. So, ist schön. Jetzt kommt die Scheibe da drauf. Darauf achten, dass der Punkt, das Loch, an der höchsten Stelle ist, damit da auch keine Luft irgendwie zwischenkommen kann. Drücke ich die Scheibe hier so ein bisschen an mit dem Finger. Perfekt. Richte nochmal den Kollegen aus. Und Action. So, hier ist noch eine Mini-Luftblase drin. Komm schon. Ja. Gut. Der eine Tropfen, der jetzt hier daneben gegangen ist, der ist in etwa die Luftblase.
Und wir haben ein Volumen von 13 Milliliter. Gut. So. Mit Hilfe den 13 Milliliter, die uns jetzt bekannt ist, da der Kolbenunterstand an allen Zylindern gleich ist, hat das überall 13 Milliliter. Und der Dicke der Kopfdichtung plus das Volumen des Zylinderkopfs können wir am Ende die Verdichtung bestimmen. Kurzerhand haben wir jetzt auch noch gerade das Volumen des Zylinderkopfs mal gerade ermittelt. Und wir sehen, kurz vor Ende, ich denke mal, der sollte ca. 50 haben. Sogar ein bisschen mehr, das ist top. Komm, weißt du was, diese Spitze vorne ist leicht ein bisschen vergammelt. Deswegen läuft das so langsam. Das waren jetzt genau 50. Der wird wahrscheinlich 53 haben. Denn so wurden die Kollegen angegeben. Meinst du, wir kriegen komplett voll? Aber ist ja geil, wir müssen wissen, die Differenz, die hier drin ist. Guck mal, bis hierhin, das sind 2 Schritte, sind ca. 2 Milliliter, plus das ist, denke ich mal, 3 Milliliter, also der ist 53. Ha! Wenn 53 ist wunderbar, dann arbeiten wir mit einer 1,5 Millimeter Kopfdichtung und dann haben wir das Ding 9,28 zu 1 verdichtet. Das sage ich aus dem Kopf, weil ich das schon 1,8 Milliarden Mal gemacht habe. Gut. Bist du zufrieden? Ich bin zufrieden. Ordnung ist das halbe Leben. Sollen wir mal Gewichtsunterschied messen? Interessiert dich das? Nö, ne? Alter, das Ding ist so fett, Alter. Das krieg ich wirklich. Hallo. Geh mal an. So. Ne? Jetzt Fettschwein drauf. Schieb mal ein bisschen, ich kann nicht sehen. 46,1. Ja? 46,1. Shortblock, okay? Hast du drauf? Ist auf Kopf, ja. Ja, ist auf Kopf. 46,1 Kilo, ja? Warte, ich gucke, ob ich einen Block finde. Ich habe keine Ahnung, was für ein Block. Was? Einen vollständigen Block. Alter, das ist ein EJ22 mit Sleeves. Der ist auch schon schwerer. Da sind ja Slivovitze drin, weißt du? Warte, tu mal die Matte ein Stück zurück. Warte, ich hänge mit dem Körper drauf. 38 Kilo. Alter, das sind fast 10 Kilo, nicht fast, also das sind 8 Kilo, ne? 8 Kilo unter. Richtig. Hier. Nee, das ist einer ohne Sleeve. Aber egal, Alter. 8 Kilo Unterschied am Block. Weißt du, was Philipp Case machen würde, wenn er 8 Kilo Gewicht einsparen will? Carbonblock. Next Level. Wir drucken unseren Block. Gut. Warum habe ich das nicht ebenso gemacht? So. Wo waren wir stehen geblieben? Wir packen jetzt den Kupferring da rein. Da wir hier noch mit der wunderschönen CNC eine Traumnut eingesetzt haben, wird das Einsetzen dieses wunderschönen Kupferdrahtes, was mich immer viele Leute fragen, warum ich das denn jetzt mache oder warum man das macht. Also das ist ein alter Hut, das macht man schon seit 100 Jahren. Aber man macht das, um den Druck, eben die Vorspannung an der Kopfdichtung genau in diesem Bereich zu erhöhen, damit die Wahrscheinlichkeit, dass durch den hohen Ladedruck hier irgendwie ein Durchschuss passiert, von Abgasdruck ins Kühlwassersystem, eben noch ausgeschlossener ist. Aus dem Grund macht man das. Und ihr seht das jetzt hier, Kupferring rein, Spezialhammer nehmen und der Kupferring sitzt astrein, also der will da gar nicht raus. Wenn die Nut nur um ein paar Hundertstel verkehrt ist, dann will der da nicht rein, dann ist das ein Abfuck, das ist dann Katastrophe.
Die Nut habe ich nicht mit einem mit dem Big Kaiser Nutenstechwerkzeug gemacht, sondern mit einem knappen Millimeter Fräser. Diese Fläche, dass die plan zueinander sind, ist mega wichtig, weil sonst ist hier der ganze Sinn verloren, ne, von diesem Kupferring. Okay, jetzt geht das Telefon hier. Oh, Chefin ruft an. Ja, Chefin? Hallo. Schatz, ist mir egal, irgendein Bier. Doch, ich lass mich überraschen. Nee. Ja, mach mal. Okay, bis gleich. Kurve angerufen werden und gefragt, welches Bier zu kaufen ist. Ich denke, für Leute, Die würden sich drüber freuen, ne? sehr drüber freuen. Ja. Jetzt habe ich einen Tipp in einem meiner letzten Videos bekommen. Hat vollkommen recht, das Ding lag nur irgendwie gerade in dem Moment da. Ich hatte gefeilt mit einer Diamantfeile in dem einen Video. Weißt du, wie ich meine? Den Kupferringplan. Das ist natürlich fail. Die Diamantfeile setzt sich mit dem weichen Kupfer schnell zu und so. Deswegen habe ich jetzt hier eine andere. Machen wir ein bisschen so. Und jetzt müssen wir dafür sorgen, dass die Seite genau parallel zu der Seite ist und nicht irgendwie schief oder so. Verstehst du? Dominik, verstehst du das? Gut. So, das ist jetzt very nice. Der steht auch in der korrekten Höhe ab. Hier haben wir jetzt die Kopfdichtung. Die Kopfdichtung hat quasi ihre Verstärkung, diese Wulst, dieser Vordruck hier auf diesem Ring. Und nochmal, um das zusätzlich zu pushen, ist genau in diesem Bereich jetzt der Kupferring. So, der drückt jetzt quasi da drauf und sorgt dafür, dass wenn das angezogen wird, dass eben an dieser schmalen Fläche, denn ihr wisst ja, Druck auf kleiner Fläche sorgt für eine sehr hohe Abdichtung. So ähnlich ist das auch bei Ventilsitzen gemacht. Und aus dem Grund haben wir an dieser Stelle dann wirklich nochmal ein bisschen mehr Druck drauf und somit eine bessere Abdichtung. Jetzt bin ich fast hier runtergefallen. So eine bessere. Alter, egal. Somit haben wir jetzt da mehr Druck drauf und eine noch bessere Pressung und besser. Oh, was ist das für ein Scheiße, die ich rede. So. Aus dem Grund haben wir jetzt mit Hilfe von diesem Kupferring da ein bisschen mehr Vordruck und somit ist die Sicherheit, dass die Kopfdichtung nicht so schnell durchfließt, eben gegeben. Ja, nächster Schritt, Stehbolzen reinmachen. Das mache ich auch immer noch ein bisschen mit dem grünen Montagegel, wenn ich mag es nicht, das trocken reinzuschrauben. Die werden handfest in das Gewinde bzw. hier unten angesetzt. Das ist ein Sackloch. Sackloch. Ah, bevor ich es vergesse, hier müssen diese Hülsen noch drüber. Machen wir schnell mal vorher noch rein. So. Richtige Boss-Stehbolzen, oder? Sieht aus, als wenn du damit einen Brückenanker befestigen willst oder so. Tschuk. Ist immer wichtig. Hörst du das? Ja, ne, das ist jetzt so die Luft, die da unter dem Bolzen jetzt drin ist. Wie es so an dem Montagegel vorbeizischt, weißt du? Wichtig ist, dass man beim Montieren dieser Stehbolzen jetzt 100% gewährleisten kann, dass die auch wirklich auf Anschlag sitzen. Nicht, dass die irgendwie da noch was am unten. Ich will, dass die alle auf der gleichen Höhe sind, weißt du? Ja? Gut. Also ich hab's wahrscheinlich, weiß, ob die Leute das Ja, ich denke schon, oder? Das machen wir auch gleich. Wir messen gleich nochmal die Höhe mit dem Haarlineal, ob das plus minus ein paar Zehntel gleich ist. Aber es fühlt sich sehr gut an. Man merkt direkt Pack Anschlag, weißt du? Nicht, dass man irgendwie da noch Dreck drin hat oder ähnliches. So. Beste Geräusche, ne? Nochmal lösen und
fest und 100% sagen, alles klar, da ist auch Anschlag. Perfekt. Perfekt. Hast du schon mal ein pinahaftes Haarlineal gesehen? Darf ich vorstellen? Das ist pinahaft, ne? So, der letzte Kollege hier. Schrauben. Müssen wir noch hinten die Deckel einkleben. Dann können wir wieder hier ASMR Silikon-Party machen. So richtig schöne machen. Mit einem Zahnstocher da im Mund hinter der Kamera. So. Wo ist denn der Dackel davon? Der müsste hier in dem Regal liegen. Ah, was eine Kunst hier vorbereitet. Richtig Maschallah. Zu wenig? So, ein bisschen so. Ja, so ist schön. Schön. Wie so ein Doktor hier. Kaum noch Schrauben davon. Es gibt nichts Schlimmeres, nachts im Bett zu liegen und sagen, habe ich diese Schraube festgezogen. Nimm mal deine Hand und halt das mal so fest. Wie soll ich das denn machen? Du schaffst das schon. Du bist hier. Okay, ist fest. So kann ich auch gut schlafen. Jetzt kann der Dackel drauf kommen. Nehme ich immer vorne so, unten an der Kante. Und jetzt. Schön. Guck mal, wie dünn da nur die Dichtmasse rauskommt. Da oben in der Ecke. Sieht man nicht, ne? Ja, weil es ganz klein ist. Einmal eine neue Kappe mit Dichtring. Sieht so aus. Da muss auch kein Silikon oder ähnliches dran. Einfach. Das reicht. So, und jetzt kann der Kollege auf den Motorbock, denn wir müssen hier hinten nicht mehr dran. Dann können wir ganz gemütlich Köpfe und so montieren, den ganzen Eiertanz, okay? Dobrze, Motoraufständer. So, geht weiter. Wir nehmen jetzt unseren 22er, der nicht da ist, der liegt da, und stellen die Zylinder erstmal auf Zylindermittelpunkt, also so quasi. So, und jetzt machen wir hier erstmal überall schön ein bisschen Redline-Paste rein, denn ich weiß nicht, wann der Kunde den Motor startet, aber dann diese Redline-Paste haftet sehr gut an den Zylinderwänden und bleibt dann für immer da und dann ist das geschützt. Gut, hier Redline-Paste mit Porno-Pinsel. Die sind übrigens sehr gut. Habe ich Tipp bekommen. Sehen aus wie so Küchenpinsel, um eine Glasur drauf zu machen. Sind aber irgendwie von Motoren Dieter. Sollen ganz toll sein. Lösen sich nicht auf, wenn die hier mit Öl in Kontakt kommen. Kriegt ihr bei uns im Shop. Die CNC zahlt sich nicht von allein. G steht für gern. Oh, diese schöne Farbe, ne? Jetzt machen wir einfach nur so ein bisschen so. Ganz dünn. Diese Dobrze, verstehst du? So, und das Gute ist, du kannst, um die zu reinigen, einfach hier von dem Kopf runter machen. Einmal hier so machen und dann kommen die wieder zurück. Gut. Hier haben wir die Zylinderköpfe. Das sind Zylinderköpfe, die sind von Cosworth und die hatte der Kunde bereits schon gekauft.
glaube, bei der letzten Montage wurden die frisch geplant und die sind auch noch plan, das haben wir überprüft. Sieht jetzt nicht so schön aus hier, das ist aber normal, das ist nicht so schlimm. Die sind auch, wichtigste ist, dass die plan sind und sonst keine Probleme haben. Wenn wir jetzt hier so drüber schauen, dann siehst du hier, da hast du keinen Lichtspalt zwischen. Oftmals fallen die dann hier ein. Dann schimmert es da durch. So, das sieht gut aus. Für die dicken Stehbolzen mussten die Zylinderköpfe auch aufgebohrt werden. Das wurde bereits gemacht. Die Köpfe sind CNC geportet. Siehst du, wie schön attraktiv das hier aussieht? CNC geportet und haben einen Ferreira Valve Train, Valve Train und Bronze Ventilführungen. Siehst du da so ein bisschen das Bronze drin schimmern? Genau. Nach dem heftigen Motorschaden hatten die Nockenwellenlager ein bisschen, ganz bisschen was abbekommen. Haben wir ein bisschen drüber geleppt. Funktioniert. Komplett alle Stopfen rausgemacht, komplett gereinigt. Jetzt ist er quasi bereit für Montage. Der Wilsring installieren. Du mit deinem Kurva Wilsring. So, wir verwenden hier die RCM-Kopfdichtung. Passt rein. Als nächsten Schritt machen wir jetzt ordentlich, ganz fein die AAP-Paste auf die Stehbolzen. Darauf achten, dass da nicht irgendwie was runter tropft oder fliegt auf die Kopfdichtung. Jetzt kann der Kopf drauf. Perfekt, so. Kommen hier die U-Scheiben rein. Sieh mal, wie knapp das passt hier bei dem ganzen Motor. Und jetzt nochmal, nehme ich immer den Pinsel, mache den so ein bisschen möglichst pastenfrei. So. Jetzt kommt da unten zwischen Scheibe und quasi Mutter eine ganz dünne Schicht von drauf, damit die gleiten kann da drauf, die Mutter. Boah, sieht ja schon fast nach einem Motor aus. So, jetzt haben alle 35 bekommen. Der nächste Schritt ist 73. So, jetzt um 180 Grad alle wieder lösen. So, nächster Schritt. Jetzt 90 Grad. Das Schöne ist, wir können jetzt auf Winkel einstellen. So, jetzt kalibrieren wir den Winkel. Dafür muss das still liegen. So. Jetzt, was habe ich gesagt? 90 Grad, ne? 90 Grad. Gut. Jetzt können wir ja angeben den Winkel, den wir erreichen wollen.
Das Geile ist, wenn ich bei dem Ding, guck mal da drauf, wenn ich jetzt ziehe, nur 5 Grad schaffe und ich ratsche nach, dann rechnet der das um. Hast du gesehen? Ja. So, jetzt gerade wieder ein bisschen lösen. So. Und jetzt geben wir dem 90 Grad. Jetzt ist der am Rechnen hier wieder weltweit. So. Jetzt 90 Grad. 1. 2. 3. 4. 5. Perfekt. Damit wir jetzt gleich nicht so viel Kraft aufwenden müssen. So, ist angenehmer. Nächster Schritt, 70 Grad. Ich würde mal so behaupten, das sind schon jetzt so um die 150 Newtonmeter. So, und die in der Mitte, die kriegen noch mal 20 Grad. Mashallah. Das hat 22 gemacht. Schon hier direkt mit dem anschreien. 175 Newtonmeter wird auch angezeigt. Ja, jetzt weg. Ah, Da ist es so. da ist es. Oh. Krass, ne? So. Ja. Liebe Kopfdichtung. Mein Beileid. Die wird richtig zusammengefistet. Das gleiche machen wir jetzt auf der anderen Seite. Und da sind wir schon wieder da. Sound-Dieter-Teil an. Ja, Jawohl, Köpfe sind drauf. Jetzt fangen wir an mit Ventilspiel einzustellen. Jetzt hat Alex bestimmt irgendwo mal aufgeschrieben, was wo welcher Stößel drin war. Würden wir den finden, würden wir uns eine Menge Zeit ersparen. Das Problem ist, hat er das gemacht oder nicht? Ich muss den Ordner von dem Auto suchen. So, wir fangen jetzt einfach mal an, indem wir das sind die Tassenstößel, die in dem Motor verbaut waren. Das bedeutet, dass diese Kombination, wenn der Kunde vorher das hier irgendwann mal richtig selber gemacht hat, müssen wir mit denen wieder klarkommen. Aus dem Grund nehme ich jetzt erstmal nur die kleinsten Tassen und schiebe die jetzt da rein, montiere die Nockenwellen und messe das Ventilspiel. Kommt hier rundherum um die Tasse ein bisschen Öl dran, damit die nicht trocken laufen. Wie immer. Das ist 4,42 steht hier drin. Das bedeutet, dass von der Deckfläche, da, das bedeutet, dass von dieser Deckfläche bis unterem Punkt 4,42 mm sind. So. Jetzt Kollege Nockenwelle rein. Hier ein bisschen Öl drauf. Hier LEX steht für Left Exhaust. So, das schon mal durchdreht, ist schon mal gut, wenn ich merke, dass im Sitz ist. Wenn ihr die so reinlegt und die liegt nicht richtig im Sitz, wisst ihr, dass das Ventilspiel 0 stimmt. Quasi, dass man gar kein Spiel mehr hat. Oberhalb. Kann man auch nicht verwechseln, weil die passen nicht anders rein, die linken, weil hier ist das Rad für den Nockenwellensensor. Bisschen Öl drauf.
Zylinder 4, Exhaust, Zylinderkopf Nummer 500. Hier finden wir eine Nummer drauf, das sind Seriennummern. 500. Toll, kann man gar nicht verwechseln. Man muss gar nichts da drauf schreiben, das steht schon Abwehr. Spiegelt leider zu sehr. Wie? Was heißt denn für eine Kamera mal dabei? Jetzt kriegt man die 500 da drauf. Das heißt, man muss da eigentlich nichts irgendwie drauf schreiben. Ich sehe das immer, dass Leute sich das markieren, ist ja auch alles gut. Aber im Endeffekt steht schon alles da drauf. So. Und die Schrauben. Vorne kommen die dünnen hin. Hier die dicken. Die dicken kriegen 20 Newtonmeter und die dünnen 10. Kann man sich leicht merken. So, können wir nämlich schön die Nockenwellen durchdrehen. Sprich einmal die Tasten in den Sitz drücken und wir haben extra den Kurbel, also die Kolben in Mittelstellung getan. Somit kann nichts passieren, wenn wir jetzt hier die Ventile betätigen. So, einmal so. Hier auch. So. Wo ist mein Ventilspielkistchen? Das sind verschiedene Fühlerleeren. Fangen wir mit so einem 10er an. 10er muss hier mal ganz locker fluppen. Locker, locker. 10 passt oben überall. Das ist jetzt 20, das ist eigentlich fast schon Sollwert. Okay, gehen wir mal auf den 15er. 15 geht, 15 geht, 15 geht, 15 geht. Ja, jetzt was mache ich hier? Ich muss eigentlich theoretisch gesehen jetzt mein Zettel, oder haben die Jungs sich was ausgedruckt? Mega tiefenentspannt. Also würde ich fast schon sagen, dass der hier in Ordnung ist. Da schreibe ich jetzt mal so eine 18 hin, weil 18 ist für mich okay. Jetzt müssen wir alles demontieren. Und wir haben nachzuarbeiten. Also die ersten hier drei haben mir gefallen. 20, 18, 20 ist okay. Der 23er hier würde ich gerne ersetzen. Da ist ein 446er drin, den würde ich gerne ersetzen durch einen 450er. Sprich, wir machen dieses Plättchen ein bisschen höher, somit wird das Ventilspiel geringer. Habe ich 450 hier, habe ich sogar gesehen. Perfekt. Dann ist das, wenn wir natürlich nachmessen, der 35er. Komplett verkehrt unterwegs. Der muss 15 dicker werden. So, wir haben keinen richtigen Stößel. Also 442 war 20 Spiel. Wir brauchen 432er, den habe ich da. Also machen wir uns den kurzerhand. Da habe ich hier so eine Vorrichtung. Da kommt der Stößel so ganz entspannt rein. Der wird leicht geklemmt. Muss man aber vorsichtig machen. Ganz locker. Jetzt holen wir uns den Mittelpunkt. Das ist auch so ein spezieller Fräser, der für harte Materialien da ist. Man hört kaum was. Und das war's auch schon. Ganz spektakulär. Guck mal, Oberfläche sieht fast besser aus wie die Originale.
Gut. Auf 4, 32 Volt haben. Sollte passen. So. Den haben wir jetzt hier. Schauen wir mal. Läuft, 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 läuft. 30. Läuft, läuft, läuft. Ja, eng. Ist aber, geht rein und die 25er, dann sind wir schön bei engen 30. Super. Ja, das machen wir jetzt noch mit der anderen Seite, wie immer. Immer beim Boxermotor alles zweimal. Tiefenentspannt haben wir um Mitternacht. Es ist übrigens heute der 31.12.2020. An meine Kinder, die das sich in 22 Jahren angucken. Hallo, so sieht dein Vater aus. Ventilspiel ist eingestellt. Jetzt machen wir hier die ganze Deckfläche. Guck hier, schön so wie eben, alles komplett fettfrei, damit wir Dichtmasse hier verwenden können und ansetzen können. So, Traum. Wir gehen hier vorne am Simmering innen dünn entlang, hier auch innen. So. Der ist perfekt. Und dann können wir den schon hier so montieren. Hier an die Ecken kommt immer noch auch ein Tropfen Silikon, damit hier diese Fläche eben diese Ecke besser abdichten kann. Das ist gang und gäbe. Hier vorne mache ich auch mal ein bisschen was dran, ganz dünn. Ein bisschen dicker. Schön. Die darf man wirklich nicht mit viel Kraft anziehen, denn die haben so einen Bund und wenn ihr bei dem Bund auf Anschlag seid, dann bringt nichts noch fester zu machen, sondern ihr schraubt quasi nur die Schraube so hier rein. Verstehst du das, Dominik? Dass wenn das auf Anschlag ist, dann ist die Vorspannung Ende, weil die werden gerne mal abgerissen, diese Schrauben. Ist das schwer, die da rauszubekommen dann? Scheiße halt, manchmal ja, manchmal nein. Haben wir alle. So. So, und damit jetzt nichts in den Brennraum reinfällt, kommt noch ein bisschen Tape hier drauf. Noch ein Traum. Gut. Was ich auf jeden Fall übel feiere, ist, dass die Jungs von RCM hier rundrum einen O-Ring eingesetzt haben, so dass man jetzt nicht mehr die Ölwanne, sprich hier dieses Trockensumpfadapterflanschplatte mit Dichtmasse einsetzen muss, sondern einfach festschrauben kann und bei einer Motorrevidierung nicht ewig Silikon abkratzen muss oder andere Sachen machen muss. Deswegen finde ich das richtig geil. Kann man sich die schon so direkt packen, ganz entspannt hier auflegen. Perfekt.
Verschraubpunkte sehen auch ziemlich passend aus, aber da ist man von RCM auch nichts anderes gewöhnt. Sagen wir mal so, das ist ja auch hier keine Ölpumpe von 500 Euro. Ich glaube, das ganze Kit, ich weiß gerade nicht, liegt irgendwas bei um die 3.500 Euro. Dafür kann man schon sowas erwarten. Erstmal so ein bisschen über Kreuz anziehen. Wenn man die alle angesetzt hat, dann ist das kein Problem. Dann kann man die hintereinander festziehen mit dem richtigen Drehmoment. So, die Trockensumpfpumpe ist montiert und ich würde mal sagen, der Block ist jetzt fast fertig. Wir müssen hier noch ein paar kleine Anbauteile machen. Das machen wir dann im nächsten Video. Den Rest werden wir dann im nächsten Video machen. Ich würde fast schon sagen, das Setup sieht wirklich schwer geil aus in Kombination mit dem Block. Jetzt wenn hier noch so die Platte und so drauf kommt, ne? Hier, die Platte kommt noch hier vorne so drauf. Uiuiuiuiui. Das wird sexy. Alles klar, Mädels. Wir haben knapp 2 Uhr. Mittagspause ist jetzt gleich. Du Dominik. Gute Nacht.